Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dieses Video macht mir jetzt schon enormen Spaß. Wenn Sie mich schnell fragen, welches Ergebnis ich erwarten würde bei Kreuzungen zwischen Wölfen, bosnischen Tornjak, Rottweiler, Mastino Napolitano und American Staffordshire Terrier, dann würde ich sagen dieses. Nein, ganz so wild ist es natürlich nicht, doch das kommt der Sache schon gefährlich nahe. Nein, aber auf jeden Fall einen Typ Hund, der ein etwas anderes Spiel spielt wie Golden Retriever, Labrador, Irish Setter. Sie verstehen schon, was ich meine. Doch sehen wir uns mal diesen Hund etwas genauer an. Die Entwicklung des Serbian Defense Dog, auch genannt SOB oder Srpski Odbrambeni Pass, liebe Zuseher vom Balkan, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Die begann 1981, als ein gewisser Herr Nenad Gavrilovic einen Hund erschaffen wollte, der die Reinkarnation einer uralten Hunderasse vom Balkan darstellt, nämlich dem serbischen Mastiff. Dieser Hund galt damals als Löwe, der bellt wie ein Hund, und man behauptete, 2 serbische Mastiffs besiegen 6 Wölfe, denn jeder Biss dieses Hundes war knochenzermalmend. Herr Nenad Gavrilovic begann damit, bosnische Tornjaks mit Wölfe zu kreuzen. Diese Hybriden kreuzte er dann mit Rottweiler. Danach verpaarte er Mastino Napolitano mit Wölfen. Und diese kreuzte er dann mit den Mixen aus Wolf, Tornjak und Rottweiler. Zum Schluss kreuzte er noch den American Staffordshire Terrier ein. Was für ein Genpool. Puh. Ja, somit war die Basis gegeben, um mit einem Serbian Defense Dog spazieren gehen zu können. Wenn Sie das erste Mal in Ihrem Leben auf einen Serbian Defense Dog treffen, bei mir war das vor etwa 6 bis 7 Monaten, bekannt ist mir diese Hunderasse schon seit etwa 6, 7 Jahren, doch ich habe niemals einen gesehen. Dann erscheint Ihnen dieser Hund sofort klar erkennbar als Molosser. Das ist ein großer, starkknochiger, muskulöser, wuchtiger Hund mit mächtigem Kopf, nicht zu langem, starken Fang, Hängeohr, ist stockhaarig und hat dichte Unterwolle. Das wiederum verleiht ihm enorme Wetterfestigkeit. Oftmals ist dieser Hund zu sehen in Gelb, Rot, gestrommt, oft und häufig in Grau, aber auch in Black. N10 und viele Leute, die schon mal auf einen Serbian Defense Dog getroffen sind, die behaupten, er hätte eine Ähnlichkeit mit dem Burbul. Ich kann das verstehen. Er sieht manchmal wie ein stockhaariger Burbul aus, obwohl diese beiden Hunderassen miteinander überhaupt nichts zu tun haben. 70 bis 75 cm Schulterhöhe und 50 bis 70 Kilo Gewicht präsentieren uns einen ziemlichen Brocken an Hund. Und charakterlich dürfen Sie beim Serbian Defense Dog einen Hund erwarten, dessen Paradedisziplin aus Bewachen und Beschützen besteht. Aber das wird ja auch in seinem Rassenamen nicht unbedingt versteckt. Apropos Rasse, der Serbian Defense Dog ist nicht von der FCI offiziell als Hunderasse anerkannt, aber vielleicht kommt das ja noch. Häufig, sehr häufig schreibt man in Foren davon, dass der Serbian Defense Dog ein absolut loyaler, liebevoller Familienhund ist, der, wenn er gut erzogen und gut sozialisiert ist, auch einen tollen Spielkameraden für die Kinder darstellt. Doch immer und immer wieder wird davor gewarnt, diesen Hund mit zu wenig Konsequenz zu erziehen. Lassen Sie mich das vielleicht so erklären. Es gibt sehr viele Hunderassen auf der Welt, wo man gewisse Schrauben lieber zulassen sollte, gewisse Eigenschaften nicht fördern sollte, weil diese von Haus aus
da sind. Ich möchte hier vielleicht ein Beispiel mit Autos bringen. Viele von Ihnen sind passionierte Autoliebhaber, sage ich mal. Es gibt ja viele Autofans, die ihre Wagen oftmals auf unprofessionelle Art und Weise tunen. Und wenn Sie dann vielleicht als Beispiel einen schönen, starken Wagen besitzen, der unter der Haube einen 6 Liter V8 Big Block hat, 500 PS vorweist und vom Werk aus so optimiert ist, um die Kraft optimal auf die Straße zu bringen, klarerweise muss man mit so einem Fahrzeug bei gewissen Witterungsbedingungen vorsichtig sein, doch generell macht dieses Auto Spaß und hat enorme Kraft. Viele Besitzer solcher Wagen genügt aber diese Kraft nicht und die beginnen hier herum zu basteln, bauen so einen Wagen einen großen Turbolader ein, chippen den eventuell noch und kommen dann drauf, dass dieses Auto nicht mehr fahrbar ist. Jetzt bauen die diesen Wagen wieder in Werkszustand zurück und alles ist wieder okay. So ist das oftmals auch bei Hunden, doch meistens ist es dann auch so, dass man diese Hunde nicht mehr auf Werkseinstellung zurückbauen kann. Wissen Sie, was ich meine? Speziell beim Serbian Defense Dog würde ich sagen, dieser Hund muss mit absoluter Vernunft und mit absolut viel Gefühl erzogen werden. Und beim Thema Bewachen, Beschützen, immer etwas die Zügel anziehen. Das hat dieser Hund von Natur aus zuhauf. Das muss man bei diesem Hund, beim typischen Vertreter dieses Hundes, nicht fördern. Tun Sie das, kann es sehr leicht geschehen, dass der Serbian Defense Dog unfahrbar wird. Ist nur ein Tipp von mir. Für wen eignet sich der Serbian Defense Dog? Ich würde sagen, wenn Sie eine Person sind, die in Zukunft vorhat, mit einem Begleiter in Hundeform in Mordor einzumarschieren und Sauron zu Fall zu bringen, dann nehmen Sie sich einen Serbian Defense Dog. Das war selbstverständlich nur ein Spaß. Für Leute, die mit der Kategorie der Molosser liebäugeln, welche die Eigenschaft Wach- und Schutztrieb anspricht, die große, starke, einzigartige Hunde lieben, welche aber gleichzeitig enorme Hundeerfahrung haben, es verstehen, einen Hund vernünftig zu erziehen, gewisse Eigenschaften eines Hundes in die richtigen Bahnen zu lenken, welche körperlich fit genug sind, um mit diesem Hund unterwegs zu sein und ihn auch unter Kontrolle zu haben, wenn er mal ausbricht. Und das kann uns bei allen Hunden passieren. Welche natürlich auch geistig noch fit genug sind für diesen Hund. Für diese Leute ist der Serbian Defense Dog geeignet. Absolut nicht geeignet, würde ich sagen, ist der Serbian Defense Dog für Menschen, die in einem Hund ein Statussymbol sehen, die sich einen Hund beschaffen, um durch diesen Hund respektiert zu werden. Für Angeber, wenn ich so sagen möchte. Für diese Leute ist der Serbian Defense Dog eine ganz, ganz schlechte Wahl. Auch nicht geeignet für zu gebrechliche Personen, die nicht über ein so großes Grundstück verfügen, um mit diesem Hund nicht mehr rausgehen zu müssen. Also hier sollte man schon gewisse körperliche Fitness vorweisen. Oder für Menschen, die keine Ahnung von Hunden haben oder schlechtes Händchen für Hunde haben und sich dessen bewusst sind. Auch für diese Menschen ist der Serbian Defense Dog eine eher schlechte Wahl. Dieser Hund gehört in hundeerfahrene Hände, in Hände von Kennern. Um es kurz auszudrücken, ich möchte das Ganze nicht zu sehr in die Länge ziehen. Generell gesehen würde ich behaupten, ist der Serbian Defense Dog ein Tophund, ein Spitzenmolosser, ein zuverlässiger Wach- und Schutzhund und wenn er gut erzogen ist, gleichzeitig auch ein absolut traumhafter Familienhund, würde mir persönlich sehr gut gefallen. Und ich liebäugelte schon mit einigen Züchter. Kommt aber für mich aktuell überhaupt nicht in Frage. Ich habe schon so oft gesagt, mein Hund soll 3.500 Jahre alt werden. Wenn es nach mir ginge, wäre das mein letzter. Also brauche ich über das noch gar nicht nachdenken. Dennoch würde er mir unheimlich gut gefallen und würde auch ganz genau in mein Beuteschema passen. Liebe Leute da unten am Balkan, ihr habt hier eine tolle Hunderasse auf die Beine gestellt, aber ihr habt ja einige tolle Kapazunder da unten. Ich sage nur Schaplaninaz, Dornjak und so weiter. Ja, liebe Zuseher, das war's mit dem Serbian Defense Dog. Etwas kürzer gewesen, dieses Video, aber ich habe mich dennoch bemüht.
Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.